Ja, hallo liebe Beauty-Freunde, ich freue mich, ich bin's wieder, eure Dr. Nicole David und ich habe heute ein Video für euch ausgesucht, das ich mir genauer mit euch anschauen möchte. Es geht dabei um Instagram, Facebook etc. Wahn, um sozusagen die Jagd nach dem perfekten Selfie. Bleibt dran, ich freue mich auf euch. I kept seeing, like on Instagram, people getting their lips done and how it looked more pouty and it looked really cute and like I really liked it. I took selfies like every day for like a while. Ja, da sieht man natürlich, wie viele Fotos die Dame, wahrscheinlich Mitte 20, täglich von sich selbst in sämtlichen Posen macht. Das muss ich mir mal weiter anschauen. Right after I did it. Social media is about projecting an image, the perfect selfie, the perfect body. You can easily add a filter to obscure your flaws and achieve the illusion of perfection. Ja, also da müsst ihr mir ja recht geben. Das ist ja ein Riesenproblem, ja, dieses Social-Media-Gedöns. Den ganzen Tag sind die jungen Mädels, mittlerweile ja auch die Boys und auch Erwachsene ab 30 damit mehr beschäftigt, zu scrollen, zu swipen, zu machen und zu tun, als mit dem realen Leben sich zu beschäftigen. Oder was meint ihr? Das ist doch eigentlich Fake World by itself. Aber ich bin gespannt, wir schauen mal, was sie hier so macht. Dann reden wir gleich nochmal. But why stop there? In 2016, Americans spent more than $8 billion on minimally invasive procedures. Botox, laser, filler. How has social media collided with these emerging cosmetic techniques to drive young women to chase the filtered look? Okay. Das ist ein tolles Wort. To chase the filtered look. Das heißt, wir sind alle mehr oder weniger auf der Jagd danach, einen sogenannten gefilterten Look von uns zu präsentieren. Also ein optimiertes Selbst. Die Frage ist nur, was ist optimiert? Wo sind die Grenzen? Und wenn ich mich den ganzen Tag nur damit beschäftige, wie kann mein Selfie am besten rüberkommen in the fake world, dann mache ich irgendwas falsch. Dann stimmt mit mir selbst was nicht. Ich bin zwar ästhetisch tätig, aber das, was jetzt so passiert um uns herum, das ist natürlich eine völlig übertriebene Geschichte. Und wenn ich mich nur darüber definiere, wie mein Bild rüberkommt und ich in Depressionen verfalle, weil es nicht das perfekte Selfie-Bild ist, dann sollte ich mich wirklich schleunigst anfangen zu hinterfragen, was mit mir nicht stimmt. Okay. And who benefits from the rise of this culture of perfection? I always liked the shape of my lips, but I felt like there was something missing and that they would just look so much nicer if I had just... Also mal ehrlich, hier sieht man es doch eindeutig in ihrem Selfie mit Betonung der Lippe. Das stimmt doch alles, es ist alles schön. Mal gucken, was sie noch hat. Just added a little bit of something. A little bit of something. Sie möchte ein bisschen irgendwas. Ein bisschen irgendwas. Bitte? Meet Ashley. Like many young women, she spends hours upon hours looking at her own image online, seeking ways to alter, improve, and perfect her look. This was directly after. It was just like a new me. Like I had a new face. I had a new enhancement. So habt ihr das verstanden? Sie ist der Meinung, durch das bisschen Lippenaufspritzen ist sie zu einer neuen Frau geworden. It was the second day and it was like way more swollen, but I was like, okay, this is fun. I took a lot of selfies that day from all angles. Habt ihr so viel Zeit? Also ich nicht. Ich bin nicht damit beschäftigt, den ganzen Tag mich selbst zu fotografieren. Ich habe Besseres zu tun. Look, I just got my lips done, you know what I mean? People are much more aware of their visual profile because visual communication is such a key part of connecting with people. Because they're images, we tend to hyper-focus on specific things that we like and don't like about ourselves. So social media has to have had a massive impact on the popularity of these, even if they are more widely available. Ja,
Das war jetzt die Psychologin, die gesprochen hat und sich damit nochmal beschäftigt hat, wie uns Social Media eigentlich beeinflusst und wie sehr wir damit beschäftigt sind, unser Äußeres eigentlich zu raten. I'm sure it has, and in part it's decreased the stigma over having plastic surgery. Kiss those lines goodbye. Discover new Juvederm XC. Botox and filler have historically been marketed to women in their 40s and above, but social media has helped drive the demand for cosmetic work like this younger and younger. In the last 10 years, the use of soft tissue fillers and Botox injections are trending up for women in their 20s. I feel like I check Instagram like every half hour. Also sie ist halbstündlich auf Instagram. Welcher wirklich hart arbeitende Mensch kann sowas leisten? Keine Ahnung. My boyfriend gives me a hard time all the time. Like, he says like I'm obsessed. I feel. Kennt ihr das? Es gibt ja verschiedene Abhängigkeiten. Alkohol, Drogen, viele Dinge. Und das ist eigentlich für mich eine der Hauptabhängigkeiten, die mittlerweile weltweit regiert, ist die Abhängigkeit von Social-Media-Kanälen. Und das wird, finde ich, völlig unterschätzt. Mittlerweile gibt es aber auch schon Geschäftszweige, die davon profitieren, die sich mit Detoxen beschäftigen. Das heißt, man fährt irgendwo in die Pampa, gibt seine Handys ab, seine iPads und was immer man so an Technik mit sich rumträgt den ganzen Tag und ist eine Woche isoliert. Lernt sich selbst wieder kennen, riechen, das Gleiche mit der Natur, mit seiner Umgebung und danach schläft man besser und ist ruhiger. Sollte man mal darüber nachdenken. I feel like if I tried to get off social media, it would be really hard for me. Like it actually would be really hard for me. It's almost like there's like a rush in a way. You know, when people are like liking your photos that you've posted, it's like a validation. Okay, jetzt hat sie was Wichtiges gesagt. Also, wenn ihre Fotos geliked werden, dann ist das für sie sozusagen die Offenbarung, dann geht es ihr gut. So wie wir vielleicht früher in der richtigen Kommunikation uns gegenseitig gesagt haben, dass wir uns toll finden, dass wir uns schön finden, dass wir uns lieb haben, so braucht sie das für ihr Selbstbewusstsein, dass sie Likes bekommt. Eigentlich ein armer Mensch. Though social media platforms were designed for community, a place to share fun moments with friends, they've become a marketplace for advertisers to reach women seeking out that perfect look. Much of it flows out of that hotbed of status and beauty, Beverly Hills, a zip code that offers a kind of prestige for plastic surgeons like Dr. Daniel Barrett. He's seen the effect of social media on his practice. To work in this industry in Beverly Hills, it's 100% essential to be on social media. I get a lot of patients that find me by doing hashtag searches. All right, relax your head back. We're gonna do the same angle before and then after, okay? When it comes to cosmetic procedures, whether on Instagram, Yelp, or Real Self, social media platforms can be a good source of information. But not all information on social media is medically accurate. It's up to doctors to explain the risks. Perfekt. Natürlich, wir müssen die Verantwortung als Ärzte in jeder Hinsicht übernehmen. Natürlich dem Patienten gegenüber, der sich Informationen holt aus Social-Media-Kanälen, als auch dem Patienten selbst gegenüber, wenn er bei uns sitzt, müssen wir ihn auch in der Lage sein, auszubremsen mit übertriebenen Wünschen, einfach zu sagen, das machen wir nicht, das passt nicht zu dir und das solltest du schleunigst vergessen, weil du siehst danach nicht mehr gut aus. Plastic and cosmetic surgeon Dr. Anita Patel sees many patients who don't fully understand the risks, even of minimally invasive procedures like injectables. Richtig. Auch eine vernünftige Kollegin, die klar erkennt, dass die Gefahren auch bei diesen minimalinvasiven Eingriffen sehr hoch sein können und dass das einfach in fachärztliche Hände gehört und dass der Patient nicht denken soll, ach, das mache ich mal eben so auf die Schnelle, bisschen hier, Spritzchen da, lalalala. Ne? Und dann hinterher vielleicht mit einer Erblindung nach Hause gehen, weil irgendein Laienmediziner mir das gemacht hat. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Including Botox or fillers that smooth out wrinkles or plump up lips. I think social media glosses over the risks of injectables.
injectables have become so common and people see it everywhere, and in their mind it's a very easy thing to have done. I think they're kind. Richtig, das denken sie fast alle, vor allem die jungen Mädels zwischen 20 und 30. Und so easy to do ist es nicht, man braucht eine fundierte Ausbildung. Sehr gut. Comparing it to, say, a hair salon appointment or getting a facial, and it's really not the same thing. Du hast recht. Sehr gut. It's a medical procedure and it needs to be treated that way. So usually even with numbing, you can kind of feel this going in and a little bit of the product because the gel, it stings a little bit. What are the risks of getting dermal filler? Even in the best of circumstances, the most trained person, a complication is still always possible. There can be things like blindness, loss of skin. Sie hat gerade erzählt, es kann zu einer Erblindung kommen und zu Hautnekrosen. Das heißt, wenn Blutgefäße verstopft werden durch das Hyaluron von innen oder von außen, dann kann es tatsächlich zum Absterben von Haut kommen. Zum Beispiel von der Nase oder Stirnbereich oder die Lippe an sich kann komplett zerstört werden. Sie hat es auf den Punkt gebracht. Plastic surgeons like Dr. Barrett and Dr. Patel are board certified. But there is actually no requirement that a doctor be board certified. So who else is performing these procedures? And if they're not board certified, is it enough to be celebrity certified? In a world where posts of celebrity cosmetic procedures influence others, a simple hashtag or link opens the door for millions of followers to check out the office where it was performed. In our culture, we have a bad habit these days of equating important or celebrity with skills and authority. Ja, die Psychologin hat jetzt noch mal ganz klar gemacht, nur weil vielleicht bei Instagram irgendeine Berühmtheit, ein Celebrity die Praxis von Herrn XY besucht hat oder Frau XY, heißt das nicht, dass Herr oder Frau XY das Weltklasse beherrscht. Das muss man unterscheiden. Welcome to fake world again. Somehow we're presuming because they're well known that they're qualified. But the other problem with all of this is that frequency increases liking, and liking increases trust. So in theory, someone who's marketing their medical practice on Instagram, the more they post, the more you'll trust them. Correct. We're on our way to meet with the original doctor of Instagram. He has over 2.5 million followers just on Instagram alone. Was bitte ist ein ursprünglicher Doktor bei Instagram? In fact, actually, the person who introduced me to Instagram was Kim Kardashian. Meet Dr. Simon Orion. Ah, das ist der Doktor. Der ist berühmt geworden für seine Künste an Kim Kardashian. He's famous for injecting Kylie Jenner's lips when she was 17. Aha. Und im Alter von 17 hat er Kylie Jenners Lippen gemacht. Wer bitte macht sowas vor Volljährigkeit? Das geht gar nicht. Ist zum Glück in Deutschland auch nicht erlaubt. And thanks to his celebrity clientele and social media savvy, he's becoming known as the doctor who's reshaping Hollywood. As someone who covers beauty and has covered beauty for a long time, it's almost impossible to have a conversation about doctors on social media without you coming up. If you asked me probably 8 years ago that at some point you can wake up in the morning and reach 2.5 million people, I would say it's impossible. But Instagram was the right medium for us. In 15 seconds, I could exactly show what I do. Dr. Orion is a medical doctor licensed in the state of California, but the rest of his path has been unconventional. So you didn't finish your residency? No, halfway through it, I realized that's not my thing. I didn't want to do that anymore. I just wanted to do something that had to do with aesthetics. So I thought I wanted to do something different. Is it pretty rare to not have finished it? Yeah, it was kind of like one of those life-altering moments in your life. And there weren't that many options for aesthetics. And I thought, I'll see what else is out there for me. Doctors don't have to finish residency in order to practice. But in 2009, Dr. Orion did run into some trouble. He was accused of gross negligence, misleading advertising, and inadequate record keeping. After admitting to many, but not all of the allegations made against him, he was placed on probation and required to practice under the supervision of another doctor. Dr. Orion completed the terms of his probation and it was lifted early. Today,
That part of the story is not on Instagram. But what is on Instagram is a steady stream of posts about his business, and business is booming. Also seine Ausbildungsstruktur war nicht wirklich geradeaus und auch nicht so, wie es eigentlich in Amerika erforderlich ist für seriöse, gute Reputation. Aber danke Instagram. This is Tiffany, a model and actress. She's never had lip injections, but has always thought her top lip was too small. 30.05. And lips are Dr. Orien's specialty. Also das ist jetzt ein junges Model, die möchte ganz gerne ein bisschen eine Angleichung haben, weil sie der Meinung ist, ihre Oberlippe ist etwas dünner als die Unterlippe. Und was ich gesehen habe, das kann man gut machen, da hat sie auch recht. Da liegt schon eine Asymmetrie vor. Und wenn man das immer nur mit ganz kleinen Mengen korrigiert, wird das auch gar nicht auffallen und wird Bombe aussehen. Wir sind gespannt, was er macht. I trust Dr. Orien. Also gute Indikation. 100%. Are you ready for your adventure? How do you feel? I don't feel anything, yeah. That vibrating thing's cool. Yes, it's called vibrato. Sometimes I want to create more of a lift, so I use products that stay very nice and firm. Ja, er hat sowohl ins Volumen als auch in die Kontur etwas gespritzt und das macht dieses schöne Volumen in der Oberlippe jetzt aus. Wir sind gespannt, wie es zu Ende geht. The truth of the matter is that if I was just good at marketing and not good at what I do, first of all, Kardashians wouldn't come to me. I mean, I can bring 1 billion people to my office. At some point, you have Jetzt spritzt er noch mal ein bisschen ins Volumen von dem Lippenherzchen. to deliver the results. We are all done. Wow. Ja, das Lippenherz sieht sehr gut aus. Natürlich, man ist ja direkt danach auch geschwollen. Aber ich finde, man hätte können auch in den Außenseiten, die sehr abfallen, noch ein wenig mehr spritzen können. Meine Meinung. Das ist Geschmackssache. There's so much more even, but the swelling will go down. Yes, absolutely. Just don't smile, just regular, and close your mouth. So I think. I'll go to Instagram, and then. Ja. All right, Er stellt das gleich online. something like lip hug. There you go. Ja, also so einfach ist das hier in Deutschland nicht. Ja. Das sind die wenigsten Patienten, die man sofort dazu bewegen kann, dass man seine Vorher-Nachher-Bilder in dem Moment, wo vielleicht noch gekühlt wird, hochladen darf bei Insta. Das ist eigentlich in Deutschland undenkbar. Außerdem fehlt mir hier noch die fachmännische Unterschrift. Man muss ja seine Bildrechte freigeben. Man darf nicht einfach Patientenbilder hochladen. Jetzt ist das ja natürlich mit der Patientin und dem Arzt vorher abgesprochen gewesen, sodass ich dann ihm jetzt mal positiv unterstelle, hat sich das auch unterschreiben lassen. Aber so diese Willigkeit, sich zu demonstrieren, das ist natürlich auch so ein bisschen von der Mentalität und der Kultur abhängig. Das ist hier in Deutschland nicht so üblich. Also da muss man schon mit Engelszungen reden, dass jemand seine Vorher-Nachher-Bilder veröffentlichen lässt. Communicating with obviously 2.5 million or more, I'm not expecting that even a fraction of them are going to end up in my practice, but it's a good way of adding a lot of information that is as honest as possible and trying to show what are the pros and cons of the procedures that they are looking for. It's true. Dr. Orien pumps out information online in a carefully curated feed. It's made him one of the most well-known doctors on Instagram and a magnet for millions of women chasing the perfect face and that one flawless selfie. Wow, I really like this photo. Like, I wish I looked like this in real life. Ja, wie schade, Mädel. Du bist hübsch. Ja, sie muss nicht sich verändern und so aussehen wie andere. Sie ist hübsch. Because it's not like this isn't me. I didn't edit this photo, other than like smoothing my face on Facetune and making it black and white. But I didn't like touch my nose. I didn't touch my eyebrows. I didn't touch my eyes. I didn't touch my lips.
Eieiei, das sind echt gefährliche Entwicklungen. Also mich wundert nicht, dass vor allem die Depressionsrate und die Suizidrate bei Jugendlichen so stark gestiegen ist, auch in Deutschland. Like, it's just a really good photo, but I almost want to like recreate it in person. But like, how can I do that? I can't. Or can I? Thanks for watching Refinery 29. For more videos like this, click here, and to subscribe, click here. Das fand ich jetzt mal ganz interessant, weil diese junge Frau ist ein Beispiel von vielen. Sie ist eigentlich repräsentativ für ihre Altersklasse und ich weiß nicht, also ich bin 50 Jahre alt, mich erschrickt das, was gerade hier passiert in unserer Gesellschaft. Ich bin zwar ästhetisch tätig, aber halte mich tatsächlich für konservativ ästhetisch tätig. Ich mache nichts, was ein Gesicht grotesk entstellt, beziehungsweise wenn ich spüre, das sind tiefgreifende psychologische Defizite, dann versuche ich andersweilig zu helfen, ganzheitlich, weil da habe ich eine Verantwortung und der muss ich nachgehen. So, liebe Beauty-Freunde, jetzt haben wir uns das zusammen angeschaut und analysiert. Es ist ja eigentlich heute mal ein ernsteres Thema gewesen, das habt ihr ja auch gemerkt. Und hier würde ich wirklich mir riesig wünschen, ihr würdet eure Meinung dazu sagen. Zu dem Thema perfektes Selfie, zu dem Thema Oberflächlichkeit, zu dem Thema alles ist nur noch Fake World und man kann nicht mehr wirklich unterscheiden, auch bei den Doctors nicht mehr richtig unterscheiden. Jagt er jetzt nur dem Geld nach oder ist er wirklich noch mit Ethik beseelt? Bitte schreibt mir. Das ist sehr, sehr wichtig, dieses Thema. Wir können hier wirklich tolle zusammen kommentieren und die Dinge analysieren. Das ist mir ein Herzenswunsch, dass ihr dies macht. Weil viele rutschen wirklich in eine Fake-World ab, die gefährlich ist. Ich bin für euch da, schreibt mir, ich schreibe auch jedem Einzelnen zurück und über ein Abo meines Kanals würde ich mich freuen. Bis bald, einen schönen Tag für euch und vor allem bleibt gesund.